Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Ann. Am Wochenende gibt es Köttbullar, für die es in Schweden eine traditionelle Gewürzmischung gibt. Pifi al Krydder, was wohl so viel wie schicker Piment heißt. In der Gewürzmischung befinden sich außer Piment aber noch viele andere schöne Dinge. Die Mischung besteht aus bereits gemahlenen sowie ganzen Gewürzen. Gemahlene Gewürze sind weniger voluminös als ganze Gewürze, das heißt, falls ihr das umrechnen müsst, einfach ein bisschen mehr oder weniger nehmen. Die Zutaten sollten sich in jedem gut gefüllten Gewürzschrank befinden. Ich hatte zumindest alles da. Wenn nicht, ist es jetzt nicht so exotisch, das heißt, jeder Supermarkt sollte die Gewürze eigentlich im Sortiment haben. Ich werde die ganzen Gewürze in der Gewürzmühle meines Kenwood Food Processors mahlen. Wir beginnen mit 4 ganzen Nelken. Diese sollten ungefähr diese Größe haben. Dazu kommt eine grüne Kardamomkapsel sowie die Samen einer schwarzen Kardamomkapsel. Diese sehen so aus. Dann brauchen wir ein Lorbeerblatt. Wenn diese so klein sind wie meine hier, nehmt lieber 2. Weiter geht's mit einem Teelöffel Thymian. Dann kommt schwarzer Pfeffer rein. Meiner ist schon grob zerstoßen, das heißt, ich benötige etwas weniger. Ihr nehmt bei ganzen Pfefferkörnern 1,5 Esslöffel, ich nehme einen Esslöffel. Nun kommt das Gewürz, welches der Mischung seinen Namen gibt, Piment. Hiervon einen halben Teelöffel, sollten so in etwa 15 Körner sein. Jetzt kommen die Wacholderbeeren, ebenfalls einen halben Teelöffel. Wacholderbeeren sind ein wenig größer, daher ungefähr 10 Stück. Nun die Gewürzmühle verschließen und zu Pulver mahlen. Ich habe ungefähr 30 Mal die Pulsfunktion verwendet, dann die Geduld verloren und die Maschine mehrere Sekunden durchlaufen lassen. Tada! Pulver! Jetzt fülle ich die frisch gemahlenen Gewürze in eine kleine Schüssel um und gebe meine bereits gemahlenen Zutaten dazu. Diese wären ein halber Teelöffel gemahlene Koriandersaat und dann einen Teelöffel Selleriesaat. Und ihr seht hier, dass ich da keine gestrichenen Volumenmaße verwende. Es darf also auch leicht gehäuft sein. Dann folgt ein halber Teelöffel Knoblauchpulver und meines ist leider etwas klumpig. Ich hatte leider keine ganze Muskatnuss mehr zum Frischreiben, deshalb muss die gemahlene Muskatnuss herhalten. Hiervon auch einen halben Teelöffel. Beim Paprikapulver ist es euch überlassen, ob ihr es ein wenig schärfer wollt oder nicht. Ich hatte leider keinen roten Paprika mehr, daher behelfe ich mir mit meinem Rest geräuchertem Paprikapulver, welches nie sehr rauchig geschmeckt hat, sowie normalem edelsüßem Paprikapulver. Insgesamt 3 bis 4 Esslöffel. Zum Schluss noch einen Viertel Teelöffel Cayennepulver für die Schärfe. Dann nehmt ihr euch einen kleinen Schneebesen und rührt das Ganze, bis es klümpchenfrei ist. Da mein Knoblauchpulver leider etwas brockig ist, habe ich auf einen Löffel gewechselt. Hiermit drücke ich die Klümpchen gegen die Wand meiner Schüssel, bis sich diese komplett gelöst haben. Fertig! Im letzten Schritt muss die Gewürzmischung jetzt nur noch in ein Schraubgläschen gefüllt werden. Das Rezept ergibt gerade so viel Mischung, wie sich sinnvoll innerhalb von 9 bis 12 Monaten verbrauchen lässt. Ich empfehle daher nicht, das Rezept zu verdoppeln. Außer natürlich, ihr wollt ein paar Gläser zu Weihnachten verschenken. Kommt ja auch bald. So, jetzt nur noch ein Etikett drauf. Fertig. Hi, ich bin's nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und ein Subscribe. Danke, tschüss.